Inazuma, Verkaufsspezialist. Sprich mit Wahid, dem Besitzer des Ladens Shabushi Bakshish. Bereiten derzeit die Verkäufe Kopfschmerzen. Dieses Geschäft ist so hart. Alle meine Waren sind gut. Aber warum will hier niemand etwas kaufen? Was ist denn? Oh, du bist es, Reisender. Ach, vergiss es. Ich kann immer noch keinen Dünger verkaufen. Hast du nicht Alrani, die dir hilft? Sie hat mir ein wenig geholfen, aber das Problem ist, dass keiner von uns weiß, wie man diese Waren vermarktet. Wir können nur darauf warten, dass die Kunden auftauchen. Und du weißt um die Situation bei Rito, niemand kauft etwas. Deshalb besuchte ich die Herren von der Händlergilde, um sie um Hilfe zu bitten. Und sie schlugen vor, dass wir etwas tun sollten, das sich Vermarktung nennt. Im Klartext, sie wollen, dass wir mit den Kunden mehr über die Wirkung der Dünger und die Theorie dahinter sprechen. Wir sollen auch mehr datengetriebene Werbung machen und einen Dienst namens kostenlose Tests anbieten. Aber ich verstehe solche komplexen Dinge wirklich nicht. Und ich bin nicht derjenige, der sich diese Dünger ausgedacht hat. Also, wie soll ich das erklären? Wie auch immer. Selbst wenn es nur darum geht, die Anweisungen zu rezitieren, glaube ich, dass ich trotzdem herumlaufen und etwas Werbung machen muss. Rani ist bereits da draußen und wirbt für unsere Waren. Ich werde später auch noch rausgehen. Reisender, könntest du uns bitte helfen? Wo ist der Rani hingegangen? Sie sagte, dass sie einige Materialien sammeln muss und dass sie ziemlich weit weg muss. Der Ort, zu dem du gehst, heißt Dorf Konda. Er ist nicht weit von hier. Es gibt einen Herrn namens Konda Denske, der sich für unsere Düngemittel interessiert hat. Er kam auch in den Laden und plauderte vorhin mit mir. Wenn du bei ihm für einige unserer Waren werben könntest und ihm eine kostenlose Probe anbietest, kauft er vielleicht ein paar Dünger. Also sag mir, wie man den Dünger verwendet. Ach ja, richtig. Ich habe es dir noch nicht erklärt. Die Dünger, die du dorthin bringst, müssen auf eine bestimmte Art und Weise verwendet werden. Also mal sehen. Laut Handbuch sollte die Reihenfolge... Du musst zuerst Wasser zu den Düngemitteln geben, bevor du einige zerkleinerte Blätter hinzufügst. Schließlich mische sie gut und sähe sie auf dem Feld aus. Mach es nicht falsch, sonst kann es zu Problemen kommen, die den Eindruck unserer Kunden von uns beeinflussen.
Unser zukünftiges Geschenk steht auf dem Spiel. Gut, ich habe es mir gemerkt. Dann zähle ich auf dich. Sobald du dem Kunden den anhaitianischen Segen geliefert hast, gehört seine erste Zahlung dir. Nee. Want me to come along? Prepare to move out. Take heart. Victory will be ours. Kazuha hatte mir nach dem Legendenauftrag nochmal gut zugeredet. Dass er ja mehr über dieses Dämonenschwert wissen will. Das heißt, er wird das jetzt leveln. Stück für Stück. Und das ganze Zeug, das er dafür braucht, darf er sich selber holen. Gut, den Rest, den ich habe, den kriegt er gratis. Wir treffen uns wieder. Was würdest du dieses Mal gerne wissen? Ich bin dieses Mal nicht hier, um Fragen zu stellen. Ich bin hier, um darüber zu sprechen, wie man die Dünger verwendet. Oh, hat Wahid dich geschickt? Ich habe von einem neuartigen Düngerladen in Rito gehört. Deshalb bin ich gekommen, um Herrn Wahid zu treffen und seinen Dünger zu testen. Wenn es funktioniert und die Ernteproduktion erhöht, könnte es Hoffnung für die Wiederherstellung des Dorfes Konda geben. Ich schätze, es liegt immer noch an einem alten Relikt wie mir, das Dorf zu restaurieren. Diese jungen Burschen aus dem Dorf. Auf die kann man sich nicht verlassen. Na gut, dann sag mir, wie soll ich diese Dünger verwenden? Füge zuerst das Wasser hinzu und dann die zerkleinerten Blätter, bevor du umrührst. Füge zuerst die zerkleinerten Blätter hinzu, mische sie dann und füge am Ende Wasser hinzu, zerkleinerte Blätter hinzugeben, dann Wasser hinzu, zum Schluss verrühren. Nee, erst das Wasser, dann die Blätter und dann umrühren. So ein kompliziertes Verfahren für diese Dünger. Alles klar, ich hab's. Das hat mir Wahid letztes Mal auch gesagt. Es sollte in Ordnung sein. Ich warte, bis die Pflanzen gewachsen sind. Das war doch einfach.
Die donnernde Wildnis. Ein seltsamer Nebel, der von Elektrokraft durchdrungen ist, hat sich über die Wildnis gelegt und stellt eine Gefahr für Passanten dar. Du könntest Anemokraft benutzen, um den Nebel zu zerstreuen. Aber nimm dich vor den Gefahren in Acht, die auftauchen könnten, sobald er sich lichtet. Compared to the storms I've encountered out at sea, this is really quite tame. As one with wind and cloud! Allow me! One with nature. Wind Strider. Advance! Rest and rebuild! Time to go. Wind Strider. Retter in der Not. Besiege die Ruinenmaschinen. Ruinenmaschinen sind in der Wildnis aufgetaucht und bedrohen die Sicherheit der umliegenden Gebiete. Zerstöre sie und beseitige diese Bedrohung.
Time to go. Bellowing thunder! Fallen leaves, adorn my night! Wind strider! Lightning flash! Allow me! Clouds high, the birds call! Elektroteilchensammler. Sammle alle Elektroteilchen innerhalb der vorgegebenen Zeit ein. War gerade eben noch nicht da.
Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Willst du Waffen kaufen oder anfertigen lassen? Reparaturen gehen aufs Haus. Ach, und sei so lieb und achte auf erzhohe Qualität. Ich möchte mir etwas schmieden. Kazuha möchte sich etwas schmieden. Ja, hast du die Materialien dabei? Mal sehen, wozu sie taugen. Anfangs Ironmongers, here to serve. Neko noch was für uns hat? Vergnügen. Wie steht es um die Statue? Dieser Steinmensch ist sehr geschickt. Miau, miau, miau. Bist du schon fertig? Nein. Aber bevor ich es merkte, hatte er einen großen, großen Stein mitgebracht. Dann begann er darauf zu klopfen. Poch, poch, poch. Und murmelte dabei Dinge über eine Chefin und ihre Vergnügung. Apropos, ich möchte wissen, was ist eine Chefin und was ist ihre Vergnügung? Ich glaube, du meinst Chefin und Vergütung. Im Grunde genommen, genau genommen, da du ihn gebeten hast, etwas zu tun, sollte er etwas als Gegenleistung bekommen. Ah, ist das so? Die Menschen sind also bei solchen Dingen sehr eigen. Na gut, ich werde ihm erlauben, meine Ohren zu kratzen. Paimon findet, dass das nicht genug ist. Ist es nicht?
Dann sollte ich ihm vielleicht etwas zu essen geben. Ich glaube, was er will, sind Mora. Mora? Ist dieses Zeugs nicht dazu da, in die Spendenkästchen gesteckt zu werden? Wie merkwürdig, dass Menschen sich über solche Dinge Gedanken machen. Naja, eine Vergütung ist eigentlich sehr wichtig. Ich werde deinen Worten vertrauen, weil du mir bisher geholfen hast. Ich werde mit dem Steinmensch sprechen, wenn wir zurückkehren. Der Steinmensch macht jedoch nicht mehr Poch, Poch, Poch. Vielmehr scheint er einen kurzen Holzstab zu tragen. Wer weiß wofür? Ein Holzstab? Werden Statuen nicht mit Hammer, Meißel und so weiter bearbeitet? Sind seine Werkzeuge etwa kaputt gegangen? Oh je. Los, komm. Lasst uns Herrn Ueshima finden. Klingt, als bräuchte er etwas Hilfe. Neko ist eine Katze. Stein und Leiden der Menschen. Fragt Ueshima Junpei danach. Neko, vorläufige hohe Oberpriesterin des Asasa-Schreins, braucht jetzt seine Hilfe. Ach, wie soll ich ohne Hammer oder Meißel arbeiten? Hast du etwa ein Problem? Oh, du bist es. Naja, ich war unvorsichtig. Ich habe mein Werkzeug nicht richtig geprüft, als wir hierher kamen, und als ich gerade in meine Arbeit vertieft war, zerbrach ich versehentlich meine Hammer und Meißel. Ich möchte zurück zur Insel Narukami, um welche zu kaufen, aber wie sag ich das? Ich bin sowohl eher gewohnt, solche Arbeiten in einem Rutsch zu erledigen, weißt du? Meine Werkzeuge mögen zwar kaputt sein, aber ich kann immer noch ein paar Messungen vornehmen und mir überlegen, wie ich weiterarbeiten möchte. Wenn ich jetzt loslegen und zur Insel Narukami reisen würde, um Werkzeug zu besorgen, müsste ich mich wohl neu mit dem Gefühl dieses Werkes vertraut machen. Zudem ist die Beschaffenheit dieses Steins sehr hart. Wenn wir normale Werkzeuge verwenden, gehen sie ziemlich schnell kaputt. Weißt du was? Reisender, könntest du mir 3 Brocken Eisen bringen? Ich plane, einige Werkzeuge selbst herzustellen, die der Aufgabe gewachsen sind. Willst du sie selbst schmieden? Komm schon, ich habe in Tatarasuna gearbeitet. Ich weiß also, ob das ein oder andere über das Schmieden. Ich sollte aber wohl nicht irgendeinen Schmelzofen im Heiligtum anwerfen. Ich kann mir vorstellen, dass die Priesterin darüber nicht erfreut wäre. Immerhin ist sie eine Katze. Wie auch immer. Bitte hilf mir, 3 Brocken Eisen zu finden. Die haben wir vorhin nicht eingeschmolzen. Haben wir noch 3 davon? Hallo, hast du das Eisen schon besorgt? Glück gehabt. Wunderbar. Das wird reichen, denke ich. Ich werde mir draußen einen geeigneten Ort suchen, um einen Schmelzofen aufzustellen. Und dann fange ich an, meine Werkzeuge herzustellen. Sag einfach der Priesterin Bescheid, ja? Ich packe hier drüben ein.
Miau, miau, miau. Stimmt etwas nicht? Keine Sorge, ich werde eine passende Vergnügung zaubern. Eine Vergütung. Wie viel wird es denn kosten? Was soll das heißen, wie viel? Vergiss es. Eigentlich ist der Steinmensch, Herr Oshimas Werkzeuge sind zerbrochen, aber wir haben ihm die Materialien für die Reparatur gegeben, also sollte es keine Probleme geben. Probleme, sagst du? Nein, es gibt keinerlei Probleme, alles läuft gut. Das ist gut. Ich freue mich darauf, diesen Stein zu erblicken, ja. Hibiki meinte, dass etwas Gutes gesehen wird, sobald die Statue nach meinem Ebenbild fertig ist. Ich bin ganz aufgeregt. Was wird denn Gutes geschehen? Vielleicht kehrt Hibiki sogar zurück? I suppose I'm doing a good job taking care of the shrine. Tut mir leid, ich habe gerade viel um die Ohren. Ich kann nur mit dir reden, während ich arbeite. Willst du eine Waffe kaufen oder hast du einen Schmiedewunsch? Ich möchte jetzt beschließen lassen. Die vorherige Aufgabe, um die du mich gebeten hast, ist abgeschlossen. Schau, ob es zu deiner Zufriedenheit ist oder nicht. Übrigens, hast du noch etwas für mich? Willpower. Unendlicher Schaltkreis. Stellt Lisa beim Gedrückthalten von lila Lichtbogen 2 Punkte Elementarenergie für jeden getroffenen Gegner wieder her.
Insgesamt können auf diese Weise bis zu 10 Punkte Elementarenergie pro Anwendung wiederhergestellt werden. Elektrisierter Raum. Erschafft beim Gedrückthalten von lila Lichtbogen. Effekt beim Gedrückthalten. Erhöht die Verteidigung um 25%. Erhöht Lisas Unterbrechungswiderstand. Winterliche Ernte. Stellt Qiqi beim Treffen von mit dem Leidbefreiungstalisman markierten Gegnern mit Frostbringer 2 Punkte Elementarenergie wieder her. Meine zweite 5-Sterne-Figur auf C1. Unrelenting patience and willpower to move mountains. So, was gibt's noch? Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the Kingdom of Darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the Pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the Kingdom of Darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. To move mountains and unrelenting willpower. Okay. Schnitzen der Kindlichkeit? Dama Wald. Neues Gebiet verfügbar. Duftende Winde entströmen dem westlichen Rand des Regenwalds. Sie brachten Geschichten mit, die man noch nie gehört hatte. Das Reich der Weisheit schläft tief und fest unter seinem grünen Schleier. Alle Geschöpfe singen unter der Reinigung des Regenwassers. Unter den üppigen Ästen und Blättern bricht ein neues Kapitel der Reise an. Pilzflügel des geräuschlosen Waldes. Der arrogante König der Pilzbestien, der in Begleitung seiner
Art tief im Wald lebt, träumt von einem Tag, an dem die ganze Welt von Sporen bedeckt sein wird. Ein Selin? War das schon vorher da? Ah. Take this! Tch, tch. Wind Strider! Who says there aren't benefits to a life of wandering? Archontenauftrag. Durch dichten Rauch und dunklen Wald. Kapitel 3. Erster Akt. Ein Zwischenfall im Wald. Begib dich ins Reich des Dendro-Arkons. Paimon und du kommen nach Sumeru, um eine Methode zum Erhalt einer Audienz bei der niederen Herren Kusanagi zu finden. Ich meine mich an einen Höhlendurchgang zu erinnern. Wo war der? War der weiter unten?
Wind Strider. Was hat uns gesehen? Das sah lustig aus. Ein Vogel. Kann ich den einfangen? Der ist bunt. Genau, wir fangen gleich das zweite Tier ein, das wir überhaupt sehen. Das ist ein Kristallschmetterling. Die auf jeden Fall einfangen. Oh, der Vogel ist weggeflogen. Und das andere auch. Yay! Das muss ich nochmal üben. Vierblatt-Symbol. Kenntnisse über Erkundung. In Sumeru ist manchmal ein Symbol, das wie eine vierblättrige Blume aussieht, zu finden. Wer das Element kontrollieren kann, kann sich dem Symbol zuwenden und somit seine Kraft nutzen, um sich schnell zu bewegen. Manchmal findet man auch Streublattpistole, die diese Vierblatt-Symbole verstreuen. Nutz ihre Fähigkeit, um deine Abenteuer zu erleichtern. To Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. Das denke ich auch. But, Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the Seven on it. That'll give us a way better view of things. Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. Wait a second. Look! There's someone up ahead! Perfect timing!
just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. Hey there! We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Huh? Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? Huh? What's going on here? There's no way she could have missed that. Oh, wait! Could she be ignoring us? How dare she? Reg dich nicht auf, es ist wahrscheinlich nur ein Einzelfall. Vielleicht gibt es einen Grund, dass sie uns ignoriert. Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. Come on, let's follow her. Just keep quiet and make sure she doesn't notice us. Folgt der stillen Fußgängerin heimlich. Is this an answer from this world? Dendro-Sigel. Ein Nemo-Siegel. Ein Zeichen für die Anerkennung der 1000 Winde von Mondstadt. Kann an bestimmten Orten in Mondstadt gegen besondere Objekte eingetauscht werden. Geosiegel. Ein Zeichen für die Anerkennung der Felsen von Liwa. Kann an bestimmten Orten in Liwa gegen besondere Objekte eingetauscht werden. Elektrosiegel. Ein Zeichen für die Anerkennung des Donners von Inazuma. Bring es der heiligen Sakura vom großen Narukami-Schrein dar, um deine Stufe der Gunst der heiligen Sakura zu erhöhen. Dendro-Siegel. Ein Zeichen für die Anerkennung der Bäume, Gräser und Blumen von Sumeru. Bring es dem Baum der Träume tief im Wald dar, um die Belohnung des Waldes zu erhalten. Wo ist hingegangen? Uah. Ja, aber wir sollen doch jetzt ihr folgen. She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Let's go take a closer look. Paimon thought this cave would lead to a village or something, but it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? Wir sollten zumindest versuchen, mit ihr zu sprechen. Alright then. It's not like we have anyone else we can ask. Even if she's not very friendly, we just need her to point us in the right direction. That's all. Oh. What a lovely smell. It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. Maybe living here wouldn't be too bad after all. Huh? What's the matter? You don't look too good. Dieser Duft, ich fühle mich ein wenig seltsam. What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. Ich muss hier raus. Nein, mein Bewusstsein.
The world will get me. The Traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Wo bin ich? Well, we're at... good question. Where are we? Haima was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Ich danke dir für deine Hilfe. Oh, no thanks are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Kein körperliches Unbehagen. Nur mein Mund ist es bitter. Was? Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Whoops! Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right. I'll get it for you once I'm finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. So, how are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari.
He is chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneol to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit borneol I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Ja, jetzt ist mir alles klar. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences? Or did you see anything while unconscious? Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? Aber ich muss doch nach Sumeru. No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Oh, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? Von mir aus. Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right! Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. Ich fühle mich ein wenig seltsam. What's weird? You mean how you're feeling now? Irgendwas stimmt wirklich nicht mit mir, aber das sollte keine Halluzination sein. You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Moment tief unter der Erde stand. War der rote Himmel etwa Kanria? Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Ich glaube nicht, dass er falsch liegt. Er sagt einfach nicht die Wahrheit. Was weiß ich? Huh? You mean that Tainari or
already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Genau. Ich werde also versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tighnari might not be an option anymore. What do you think we should do? Sprechen wir mal mit Kolei. Good idea. Kolei's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro-Archon and customs in Sumeru. Rise and shine! Come on, it's time to go find Kolei! Genesung und Beobachtung. Such nach Kolei. Auch wenn ihr bereits unfreiwillig begonnen habt, euch in Hara zu erholen, könnt ihr aber anscheinend einige Informationen von Kolei bekommen. Wenn nicht der heilende Einfluss des Waldes wäre, ich hätte niemals jemanden mit Elisa bei den Waldhütern aufgenommen. Wer? Wer bist du? Was machst du hier? Warum fragst du das? Ich bin hier nur vorbeigekommen. Oh. Das hier ist Gandhava. Wenn du müde bist, kannst du dich hier ausruhen. Wenn du nicht von den Waldhütermeister beigebracht werden willst, dann kannst du dir auch einfach die Informationen am Aushang ansehen. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Tschüss. Elazar is a truly troublesome illness. Jeden Tag pflücke ich die Rukkhashava-Pilz. Meine Taille ist wund und mein Rücken schmerzt schon. Ich bin gerade erst in meinen 20ern. Gute Arbeit. Und wie? Beim Pilzesammeln muss man sich ständig bücken. Ob nach einer Weile wird das zur Qual führen. Zum Glück braucht die Akademie immer eine große Menge von Rukkhashava-Pilzen. Daher kann man wohl sagen, dass ich eine sehr sichere Arbeit habe. Ich habe vor, Geld zu sparen, damit ich bald ein Haus in der Stadt kaufen und dort leben kann. Über diesen Pilz. Der Pilz ist sehr mächtig. Wie der Name schon sagt, ist er ein Segen, den uns die höhere Herrin Rukkhashava hinterlassen hat. Anscheinend kann man damit Speisen zubereiten und auch Medizin daraus machen. Kann er auch als Dünger verwendet werden? Ich bin nicht sicher. Akasha hat mir nicht alle seine Verwendungszwecke verraten, also muss ich es auch nicht wissen. Wie auch immer, solange die Akademie ihn stets benötigt, kann ich auch weiter Geld verdienen.
Ich weiß nur, dass Gerichte mit ihm als Zutat sehr lecker sind. Hier, nimm dir ein paar davon und probier sie mal. Was die Stadt angeht. Ich habe mein ganzes Leben in der Wildnis gelebt und hatte keine Gelegenheit, in die Stadt zu gehen. Ich muss nicht einmal in die Stadt, um meine Pilze abzuliefern. Das wird von einer Transportmannschaft erledigt. Du siehst aus wie jemand, der die Welt erkundet hat. Kannst du mir erzählen, wie das Leben in der Stadt ist? Ich habe gehört, dass man in der Stadt nur singen und tanzen muss, um glitzernde Mora zu bekommen. Stimmt das? Aber sind Mora nicht das Fleisch und Blut des Gottes des Gesteins? Warum sollte ein Stadtbewohner auf die Idee kommen, das Fleisch und Blut eines Gottes gegen etwas anderes einzutauschen? Was würden sie tun, wenn es keine Mora gäbe? Oh, ich verstehe es nicht. Die Stadt ist mir wirklich ein Rätsel. Rukkhashava-Pilz. Regionale Besonderheit von Sumeru. Wie die Wolken türmen sich diese Pilze Schicht für Schicht übereinander. Die meisten davon leben parasitär in der Tiefe des Waldes an Bäumen. Daher betrachten die Einwohner von Sumeru sie als den zurückgelassenen heiligen Körper der höheren Herren Rukkhashava. Sumeru-Rose. Zutat. Eine helle und wunderschöne, tief purpurne Blume, die einen jeden Vorbeikommenden zum Anhalten bewegenden Duft von sich gibt. Sie wird als Rose bezeichnet, weil sie genau betrachtet der Definition einer Rose entspricht. Selbst Dummköpfe können mit diesem frischen Fleisch etwas Leckeres zubereiten. Ich möchte auch frisches Fleisch. Oh, es scheint, dass du einen Geschmack für die besseren Dinge hast. Nimm dir, was du brauchst. Hara-Würze. Ein Gewürz, zusammengesetzt aus vielen Aromen, geschaffen aus getrockneten Hara-Früchten. Da es aufgrund seines vielschichtigen Geschmacks als Gewürz für die verschiedensten Gerichte geeignet ist, sagt man in Sumeru, Hara-Würze passt zu allem. Leckerer Taschenfladen. Und gemischte Pilzplatte. Das ist das erste Mal, dass ich deine Schritte höre. Tut mir leid, ich bin blind und kann dir leider nicht behilflich sein. Ich höre allerdings sehr gut. Hallo. Hallo, hallo. Es gibt viele Reisende,
Händler und Abenteurer, die nach Qiqi kommen. Aber der Klang deiner Schritte ist viel sanfter als bei ihnen. Du musst sicher ein lebhafter und anmutiger junger Mann sein. Das ist eine gute Sache, die heutzutage in Sumeru nur selten zu hören ist. Junger Reisender, möge die höhere Herrin Rukkhashava dich segnen. Ist etwas in Sumeru passiert? Nein, in Sumeru ist alles ruhig, genauso wie immer. Ich bin einfach nur ein blinder alter Mann, der sich um nichts Sorgen macht. Die Zahl der Menschen, die Akasha nutzen, steigt, während die Zahl der Dämmersegler, die Sumeru verlassen, sinkt. Lasst uns hoffen, dass dies ein Zeichen des Fortschritts ist. Über die höhere Herrin Rukkhashava. Die höhere Herrin ist zwar nicht mehr unter uns, aber das Volk von Sumeru wird sich stets an die Segen erinnern, die sie uns gewährt hat. Junger Mann, du solltest wissen, dass jeder Grashalm und jedes Blatt in diesem Land eine Gabe der höheren Herren ist. Ja. Ein Menschenleben ist zu kurz. Werde ich lange genug leben, um zu sehen, wie die Göttin der Pflanzen Sumeru zu seinem früheren Glanz zurückführt? Auf Wiedersehen. Bis bald. Möge die höhere Herrin dich segnen. Du kannst kochen. Oh, was ist das denn für eine Frage? Unterschätzt nicht meine Kochkünste, nur weil ich die Uniform eines Waldhütermeisters trage. Ich werde nämlich als der Meisterkoch der Waldhüter gerühmt. Genug der Witze. Naja, vielleicht werde ich nicht gerühmt, aber meine Kochkünste sind wirklich speziell. Jeder, der davon probiert hatte, wird das bestätigen. Ich glaube das nicht. Hä? Warum haderst du immer noch mit mir? Du machst den Anschein, gut aussehend, adrett und verständig zu sein. Nicht wie jemand, der Unfug redet. Ah, jetzt verstehe ich. Du willst mich bestimmt manipulieren, um dann mein Fleisch zu essen. Aber egal. Ich lasse mich gern hereinlegen, wenn es darum geht, gutes Essen zu teilen. Es gibt nur eine Bedingung. Wenn es dir schmeckt und du fertig gegessen hast, musst du mir dabei helfen, Werbung zu machen. Hammerrolle. Definitely have enough for a grand feast this time. Du kannst kochen? Was ist denn das für eine Frage? Das schätzt meine Kochkünste nicht. Ina kann das bestätigen. Kannst du jagen? Na klar. Was denkst du denn, woher bekomme ich das ganze Fleisch, das ich verkaufe? Glaubst du, die Wildschweine sind so dumm und rennen direkt in meine Pfeile? Ha, ich mache nur Spaß. Nachdem ich so lange mit Herrn Tagnari zusammengearbeitet habe, hat sogar die Art, wie er spricht, auf mich abgefärbt.
Ich kümmere mich um die Logistik bei den Waldhütern. Das ist doch normal, dass ich jagen und kochen kann, oder? Wer ein guter Koch sein will, muss sich meiner Meinung nach auch auf die Jagd verstehen. Tschüss. Komm wieder, wenn du Appetit auf Fleisch hast. All right, next let's see your right hand. Yes, not bad. But please remember that you still need to be careful. Understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter... well, you understand. But I have a vision too! Am I useless to everyone now? Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Gibt es etwas, bei dem du Hilfe benötigst? Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Statue of the Seven. Tighnari, we're ready to head out. Roger, I'll be right there. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Yes, you can count on me. So, Kale, what exactly are we going to be doing today? Tighnari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. Paimon, traveler, this way! You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. Dead on my feet. I think I'll stay here a while. Denkst du, dass es ein Fehler war, den Weg durch... Oh, ja, das hole ich nur ordentlich aus. Nochmal. Denkst du, dass es ein Fehler war, den Weg durch die große Kluft nach Sumeru zu wählen? Ich dachte, es wäre eine Abkürzung, aber stattdessen bin ich einen riesigen Umweg gelaufen, weil normale Leute wie ich nicht durch die Blockade kommen. Ich bin fix und fertig. Eine sehr unkluge Wahl. Ah, ich will davon nichts hören, jetzt ist es eh zu spät. Es ist meine Schuld. Nachdem ich Mondstadt verlassen habe, bin ich zuerst nach Liva gegangen und dann von Liva nach Sumeru gekommen. Aber die Route war schlecht geplant. Hätte ich es früher gewusst, wäre ich zuerst nach Fontaine gefahren.
Glücklicherweise bin ich endlich an einem bewohnten Ort angekommen. Ich werde mich hier eine Weile ausruhen. Eine kluge Wahl. Ich danke dir für deine Zustimmung. Das hat mich in meiner Entscheidung sehr bestärkt. Es gibt hier ziemlich viele Waldhüter, weshalb es sehr sicher erscheint. Da war ein kleines grünhaariges Mädchen, das etwas zu mir sagen wollte, nachdem sie gehört hatte, dass ich aus Mondstadt gekommen bin. Aber am Ende hat sie dann doch nichts gesagt. Was es damit nur auf sich hatte? Ich war in dem Moment zu erschöpft, um nachzufragen, aber ich werde sie das nächste Mal fragen, wenn ich sie sehe. Willst du dein Abenteuer weiter fortsetzen? Natürlich will ich das. Warte einfach noch ein bisschen, bis ich mich erholt habe. Wenn ich schon einmal hier bin, sollte ich auch die Stadt einen Besuch abstatten. Die Leute hier haben mir gesagt, dass ich auch an Festtagszeremonien teilnehmen könnte. Zum Beispiel gibt es da das Fest, bei dem der Geburtstag der niederen Herren Kusanali gefeiert wird. Aber als ich sagte, die niedere Herrin Kusanali wird also auch Subserus genannt, da schüttelten sie immer wieder den Kopf und sagten, dass die beiden verschiedene Gottheiten seien, genauso wie die höhere Herrin und der Dendro-Archon nicht die gleichen Gottheiten wären. Ich verstehe es nicht. Aber warum nennt man dann die Geburtstagsfeier der niederen Herrin Kusanali Subserus-Fest? Das ist doch total verwirrend. Ruh dich nur ordentlich aus. Das steht zu hoffen. Genesung und Beobachtung. Untersucht die Straßenlaternen. Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. Was ist das für ein Vieh? Es ist groß. Und es ist zottelig. Ganz aber statt der Weisheit auf den Baumwipfeln. Die Stadt der Weisheit gehört uns, genauso wie das Dickicht der Unwissenheit. Die Baumwipfel sind übersät mit Schätzen aus dem Reich der verlorenen Träume. Seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it.
No problems with this lamp. Good. The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Das macht nichts. Ich bin sehr gut im Klettern. Das ist doch ein Kinderspiel. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro-Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhashava or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukkhashava? Oh, is that the name of the former Dendro-Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukkhashava was Sumeru's first Dendro-Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. So wie bei Leiden Makoto. Zu jener Zeit in Cambria. According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro-Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sarastana. Uh-huh. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Anyway, you two know Amber, right? Wait, Amber? You mean... Kundschafterin des Ordo Favonius? Flugmeisterin aus Mondstadt? Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... sorry. So bist du also, Connie. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day,
I thought it'd be inappropriate to bring it up. Ah, so that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. I wish I could tell you more about the Dendro-Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhashava or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Dendro-Archon? So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? Paimon hat recht. Alright, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. I'm not a very good climber, so I'll just let you handle the statue. I'll go check the facilities up ahead. By the way, once we're done with our work here, would you like to chat some more? Hara-Frucht. Zutat. Diese Frucht wächst inmitten des feuchtheißen Regenwaldes. Sie hat ein besonderes, scharfes Aroma. Indem sie zu einem Pulver zermahlen wird, entsteht die Hara-Würze. Somit ist sie die wertvollste Gewürzpflanze ganz Sumerus. The Dendro-Archon statue of the Seven is up there. You should try touching it like the other ones we found on our journey. Paimon bets you'll definitely get a response from the Dendro-Archon. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhashava or Lesser Lord Kusanali? Ich glaube eher, das ist die höhere Herrin. You might be right. The statue does look kinda old.
moving. Du hast das also auch gesehen? Das ist doch kein Weißkohl. Yeah, it was kind of small and round. You know, like a vegetable or something. It really freaked Paimon out. Whatever it was, we should probably go and investigate. Actually, on second thought, maybe we should get to cleaning first. Paimon will fly up and take care of the top, and you clean everything below. Nice work! That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. Weltreise 3. Durch üppiges Gras. Erhalte die Dendro-Kraft. Da. Ja. Hey. Rotschwanzeidechse. Eine kleine Echse mit Hörnern auf dem Kopf, die zumeist an schattigen Plätzen und in Gebüschen zu sehen ist. Mit Streifen, die sich der Umgebung anpassen, und einem roten Schwanz wirft die Echse ihren Schwanz ab, um ihre Feinde zu verwirren, wenn sie in Gefahr ist. Wenn diese Eidechsenschwänze getrocknet und zu einem feinen Pulver gemahlen werden, entfalten sie ihre besondere medizinische Wirkung. Einige verrückte Alchemisten haben sogar Techniken entwickelt, um sie zu einem Katalysator für Sprengstoffe zu verarbeiten. Sobald sie vom Körper abgetrennt sind, verlieren die Schwänze ihre Lebenskraft und kräuseln sich zusammen. Rotschwanzeidechse. Eine kleine Echse mit Hörnern auf dem Kopf, die zumeist an schattigen Plätzen und in Gebüschen zu sehen ist. Mit Streifen, die sich der Umgebung anpassen, und einem roten Schwanz wirft die Echse ihren Schwanz ab, um ihre Feinde zu verwirren, wenn sie in Gefahr ist. Irgendwas mit verrückten Alchemisten und Sprengstoff. Lebenskraft, ja, dann kräuseln sie sich zusammen. Im Gegensatz zu den Grünhornechsen, die Angst vor Vögeln haben, meiden die Rotschwanzechsen die beiden Teekannengeister nicht. Manchmal erlaubt Bolle ihnen sogar unter sein Gefieder zu klettern, denn die Hörner auf ihren Köpfen tun Wunder für die juckende Haut. Oh.
You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. By the way, Kale, have you ever seen any small creatures scurrying around the forest? You know, that kinda look like a veggie. A creature that looks like a veggie? Well, I guess Master would say something like, all plants are living organisms, so they also fall under the category of creatures. Wow, fascinating! It almost sounds like an imaginary creature that you hear kids always talking about. I'll be sure to keep an eye out for anything like it. Oh, I almost forgot. Are you two hungry? I packed some food and water for us. Yay, food! What kind of goodies did you bring? Paimon, benimm dich. Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. Whoops! No! You dropped it on the ground! Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Oh, whew. Paimon nearly had a heart attack there. Those pitas are amazing! You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Yay! Thanks, Kale! It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments, too. Oh, I guess it happens from time to time. So, Kale, don't you think that Tighnari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. Das klingt nach Tighnari. Seine Ohren lassen sich bestimmt gut streicheln. Seems you already know him well. Anyway, I'm sure the sages were not happy about his responses. Master could obviously have a bright future in the Academia, but he insists on sticking to the path of a forest watcher. Every day he helps the locals of the forest and passes on his extensive knowledge to trainees like me. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tighnari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. Und was hast du angestellt? Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why? Is he going to die?" It probably started to get under Master's skin after a while. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you.
just... I didn't mean that. Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. I think Master and the others should be back by now, too. Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's practically running back. Paimon can't even see her now. Wer ist das? Nur Mut für die Rukkhashava-Pilze. Was Pilze? Ich spreche von den großen Pilzen, die auf den Bäumen wachsen. Wir haben sie doch alle gesehen. Was? Die heißen Rukkhashava-Pilze? Gut, wenn du sie so nennen möchtest, mir ist das egal. Sie sind alle heilige Dinge, die ich verkaufen kann. Verkaufen? Richtig. Weißt du etwa nicht, dass die großen Pilze dieses Waldes sich in der Stadt für viel Geld verkaufen lassen? Wie ich sehe, braucht die Akademie immer noch große Mengen heilige Pilze. Es sollte dann wohl nichts ausmachen, wenn eine bescheidene Person wie ich ein Stück des Kuchens abbekommt. Jedenfalls für den für den Verkauf der großen Pilze bin ich bereit. Aber es gibt da ja noch das Problem mit der Verwelkung. Ah, wie stark muss mein Wunsch sein, Pilze zu verkaufen, um das göttliche Auge zu erhalten? Mit dem göttlichen Auge ist es nur noch ein Klacks, die Verwelkung zu beseitigen. Auf bald. Viel Glück. Ich spreche mit mir selbst. The rainforest climate is far more pleasant than that of the desert. Es ist wirklich lange her, dass ich frische und saubere Luft geatmet habe. Hallo? Hallo. Die Umwelt hier ist echt nicht schlecht, oder? Es gibt sicher viele Menschen, denen die Luft zu feucht ist, aber für mich ist sie genau richtig. Du musst verstehen, dass das Reisen in der Wüste eine qualvolle Angelegenheit ist. Wer würde sich schon an einen so öden und abgelegenen Ort begeben, wenn es sich nicht ums Geschäft geht? Was die Wüste angeht. Du kannst dir das sicher auch vorstellen, ohne dass ich es dir erzähle. Den endlosen gelben Sand, die heiße Sonne, den mit Staub vermischten Wind. Ganz zu schweigen von den gefährlichen Sandstürmen und den Ruinen mit ihren seltsamen Vorrichtungen. Einigen Legenden zufolge gab es früher keine Wüste in Sumeru. Erst später, in der Folge des Kampfes zwischen dem Roten König und der höheren Herren, kam es zur Entstehung der Wüste. Es ist mir eigentlich egal, wie die Wüste entstanden ist. Ich bin vielmehr daran interessiert, wann sie wieder verschwinden wird. Dann wäre es für fahrende Händler wie uns wieder sicher, nicht wahr? Träume sind groß.
Auch wenn ich nicht mehr träume, seit ich erwachsen bin, aber trotzdem sollte man große Träume haben. Man muss nur zu hoffen wagen, dann wird sich das Glück eines Tages einstellen. Wer weiß, vielleicht wird der Rote König oder die höhere Herrin eines Tages zurückkehren. Beide sind gut. Nach ihrer Rückkehr wird es keine Wüste, keinen Schmerzen, keine Sandschmutz-Ingenieure und Ärzte im Bimastan geben. Ich muss selber lachen, während ich das sage. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich werde es hier noch eine Weile genießen. Ah, traveler. You've returned. Yep, we're back. Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes. I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. Warte bis 8 Uhr am nächsten Tag. Und dann vertreiben wir uns die Zeit. Grün. Supergrün. Grasfeder aus der Fremde. Führt bis zu 5 Schwerthiebe hintereinander aus. Er braucht eine gewisse Menge Ausdauer und schwingt das Schwert zweimal schnell nach vorn. Schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Flächenschaden. Grasklinge. Zerstreut beim Schwingen der Waffe scharfe Blätter und verursacht vor sich Dendro-Schaden. Du hast mit Paimon den scharfen Blattrand beobachtet. Florale Wandlung. Konzentriert die Kraft der Pflanzen und erschafft ein Lampenlotus. Der Lampenlotus greift fortlaufend die Gegner in seinem Wirkungsbereich an und verursacht Dendro-Schaden. Wandel des Lotuslichts. In Kontakt mit Hydro, Elektro und Pyrokraft kommen jeweils folgende Wandlungen zustande. Mit Hydro vergrößert den Wirkungsbereich des Lampenlotus und erhöht die Reichweite seiner Angriffe. Mit Elektro steigert die Angriffsgeschwindigkeit des Lampenlotus. Mit Pyro Lampenlotus verschwindet nach einer kurzen Verzögerung mit einer heftigen Explosion und verursacht Dendro-Flächenschaden. Während der Wirkungsdauer des Lampenlotus kann er nur einmal den Wandel des Lotuslichts durchgehen. Gleichzeitig kann immer nur ein von dem Reisenden geschaffener Lampenlotus existieren. Du hast mit Paimon gemeinsam die Geräusche von Pflanzen erforscht, die nach dem Regen sprießen. Überwucherndes Wildgras. Der Lampenlotus erhält für die Dauer seiner Existenz pro Sekunde eine Stapelung des Effekts Glanz des Lotuslichts, der die Elementarkunde der aktuellen Figur in seinem Wirkungsbereich um 6 Punkte erhöht. 10-fach stapelbar. Üppiges Gras erhöht für jeden Punkt Elementarkunde des Reisenden den mit Grasklingen verursachten Schaden um 0,15% und den mit
florale Wandlungen verursachten Schaden und 0,1. Elementarkunde, ja? Mhm. Aufladerate. Mit 4 Teilen steht ein Truppenmitglieder mit Bogen, Kolonisator beim Erhalt von Elementarteilchen, Elementarkristallen, bla 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 bla. Nee, such was anderes. Da, Glücksspieler. Erhöht den mit Elementarfähigkeiten verursachten Schaden. Überspringt die Abklingzeit, Elementarfähigkeit. Das habe ich auch nicht gesucht. Ah, Wanderorchester. Oh, das ist sogar frei. Dann nehmen wir doch das. Mit 4 Teilen erhöht den mit heftigen Schlägen verursachten Schaden. Ah, das gilt aber nicht für den Reisenden. Das sieht auch nice aus. Sehr nett. Ist Elementarkunde dabei? Schadensbonus. Warum hat Kazuha dieses Artefakt? Ausbilder, das hatte ich gesucht.
Okay. I'm dead on my feet. I think I'll stay here a while. Hui! Oh! Verlorener Anemokulus. Ein Gebilde aus verdichteter Anemo-Energie. Übergib es der Anemo-Statue, um ihre über die Jahre verlorene Kraft wieder aufzubauen. Verlorener Geokulus. Ein Gebilde aus verdichteter Geo-Energie. Übergib es der Geo-Statue, um ihre über die Jahre verlorene Kraft wieder aufzubauen. Blutroter Achat. Ein Kristall, der durch die Kombination von großer Lebenskraft und einer seltsamen Energie am Drachengrad entstanden ist. Der beste Nährstoff für den Permafrostbaum, der sich so sehnlichst wünscht zu wachsen. Verlorener Elektrokulus. Ein Gebilde aus verdichteter Elektroenergie. Übergib es der Elektrostatue, um ihre über die Jahre verlorene Kraft wieder aufzubauen. Verlorener Dendrokulus. Ein Gebilde aus verdichteter Dendroenergie. Übergib es der Dendro-Statue, um ihre über die Jahre verlorene Kraft wieder aufzubauen. Ah. Ui. Das ist ja lustig. Schlüssel zu den Schreinen der Tiefe in Sumeru. Statue anbeten, verlorener Dendrokulus 0 von 20. Aha. Da hinten ist noch einer. Was ist das? Da läuft einer. Hui. Dem habe ich geredet. Oh. Wald wieder. Sehr gut, nichts Ungewöhnliches heute. Hallo. Hallo, brauchst du Hilfe? Nun, du siehst gesund und voller Lebensfreude aus. Du brauchst wohl keine Hilfe. Also genieß bitte den Regenwald. Die Lebensweise hier im Wald ist zwar eher primitiv, aber es gibt keinen ursprünglicheren und freieren Ort als hier. Um mehr Zeit im Wald genießen zu können, schlage ich meinen Kollegen oft freiwillig vor, mit ihnen die Schicht zu wechseln. Ja, natürlich, wenn eine gefährliche Situation auftritt, nehme ich meine Pflichten trotzdem ernst. Patrolling the wilderness is... Auf bald. Auf Wiedersehen. Genießt weiter die frische Luft.
war das eigentlich für ein... Da war doch so ein seltsamer... Da! Dieser Block hier, was ist das? Scatter! Hm. Zehntausend Mora. Hui. Das ist praktisch. Das ist eine Stele. Propagate! Schade. Scatter! Das klingt lustig. Wunder der Welt. Karas Kind wandert frei im Wald. Wer? Wo? Wie was verpasst? Wenn du hier nach links gehst, du bist... Ich bin ein Gelehrter, der in der Wald gekommen ist, um die lokale Ökologie zu studieren.
Der Mann neben mir ist mein Leibwächter. Wir führen nichts Böses im Schilde. Bitte beachte uns gar nicht. In letzter Zeit sind die Probleme mit Verwelkung mehr geworden, aber die Ökologie des Walds hat sich nicht wesentlich verändert. Es sieht so aus, als hätten sich die Waldhüter große Mühe gegeben. Über den Regenwald. Wenn du Sumeru kennst, dann weißt du, dass dies nur der östlichste Teil ist. Überquere erst Karawanen Ribat und geh weiter nach Westen. Dort findet sich eine Wüste, soweit das Auge reicht. Der Legende nach war ganz Sumeru in der Antike ein mit Pflanzen bedecktes Paradies. Dann brach die Katastrophe aus und schuf hier eine Wüste. Looks like I may have to find a different investigation route. Dschungelfrosch. Ein häufig in Feuchtgebieten auftretendes Fröschchen. An nassen Orten sind diese kleinen Wesen oft zu finden. Sie sondern ein seltsames Sekret ab, das viele medizinische Anwendungsmöglichkeiten bietet. Diese Frösche sind an das Leben im Dschungel angepasst. Es wird gesagt, dass manche Dschungelfrösche in der Lage sind, durch den Dschungel zu gleiten. Forschung zufolge ist das Prinzip dem des Windgleiters ähnlich. Wenn man im Kannenreich einen herausragenden Ort mit Auf und Ab erschafft, mit Möglichkeiten zum Gleiten, mit dem Windgleiter, kann man diesen besonderen tierischen Gästen bestimmt eine große Freude machen. Dschungelfrosch. Hui. Rot-gelber Körper, blaue Augen. Über die Verwelkung. Die Verwelkung sind ein Ergebnis der Verschmutzung. Wenn es uns nicht gelingt, die Quelle der Verschmutzung zu beseitigen, werden sie immer wieder auftreten. Aber die Verschmutzung von Iminsul kann nicht so einfach beseitigt werden. Bis eine grundlegende Lösung gefunden ist, müssen die Waldhüter weiter hart arbeiten. Auf bald. Auf Wiedersehen. Am besten plant ihr eure Durchquerung des Waldes vorab. Wenn ich länger bleibe, werden meine Haare Schimmel ansetzen. Schimmel ansetzen? Aber ja doch, Tag für Tag in dieser feuchten Luft können sogar auf dem Sand Pilze wachsen. Jetzt will ich nur diesen Auftrag schnell beenden, meinen Lohn nehmen, zurück in die Wüste gehen und mich sonnen. Über die Wüste? Na, als ich sagte, in die Wüste gehen, meinte ich nicht, dass ich irgendwo in der Wüste leben möchte, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ich meine natürlich das Auru-Dorf am Rand der Wüste. Ich habe die Dorfältesten sagen hören,
dass an dem Ort, wo heute das Aru-Dorf steht, sich früher die Burg des Roten Königs befand. Das ist der Wahnsinn. Wenn man genau darüber nachdenkt, ist das Leben im Aru-Dorf ziemlich bequem, obwohl es in der Wüste liegt. Man muss das nasse Wetter nicht ertragen und kann nach Karawanen-Rivats gehen und dort einkaufen. Bis auf die Tatsache, dass man dort kein Geld verdient, ist das eigentlich ziemlich gut. Paimon was thinking all night about what happened with Pale, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. When can I leave this soggy place behind? Auf bald. Bis bald. Ich will hier wirklich nur noch weg. Hartnäckige Krankheit. Besuch Corley. Wegen des leicht unangenehmen Vorfalls von gestern beschließt ihr nochmal nach Corley zu sehen. Da drüben. Was für ein Glück. Hier wächst ja noch mehr Nilotpala-Lotus. Pflückst du Lotus? Im Moment ist es noch nicht notwendig, ihn zu pflücken. Ich muss nur diesen Ort markieren, wo der Lotus wächst. Der Lotus ist ein gängiges pflanzliches Arzneimittel. Man sollte ihn jedoch frisch einnehmen, damit er seine Wirkung am besten entfalten kann. Als Sanitäter der Waldhüter muss ich so viele Orte wie möglich markieren, wo es Heilkräuter gibt. Dann kann ich sie bei Bedarf leichter pflücken. Obwohl der Regenwald ruhig erscheint, sollte man die dort lauernden Gefahren nicht unterschätzen. Wenn du im Wald spazieren gehst, solltest du immer die Hauptwege gehen und deine Umgebung im Auge behalten. Das werde ich. Vergiss nicht, dass du nicht nur Medikamente für den Notfall bereitstellen, sondern auch eine handliche Waffe dabei haben solltest. Etwas, das sowohl für die Jagd als auch gegen Monsterangriffe geeignet ist. Fernkampfwaffen wie Bögen sind ziemlich ideal. Sie sind auch eine beliebte Wahl für uns Waldhüter. Keep an eye out for any medicinal herbs we can find. Auf bald. Auf Wiedersehen und gute Reise. Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tighnari? What are you doing here? Where's Kale?
I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tighnari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Shh! Kale's asleep. Let's come back once she's feeling better. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tighnari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Verliert die Kontrolle über seinen eigenen Körper? Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. Ist diese Krankheit heilbar? With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. What? The Fatui? Ah, it appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual,
and always tries to appear cheerful. But her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tighnari. We'll take good care of her. Wie ist ihr Zustand jetzt? Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Können wir auch mitkommen? Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the Traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo! Let's go then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Hey, Tighnari, where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru-Rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, huh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tighnari. Ach, Paimon. Interessiert sie sich nicht für Pflanzenkunde? Trüffelschwein. Die mitten im Regenwald lebenden Waldschweine haben im Laufe der Evolution eine fantastische symbiotische Beziehung mit Pilzen aufgebaut. Forschungen zufolge nutzen die Trüffelschweine die darauf parasitären Pilze als natürliche Tarnung, um Raubtiere zu meiden und im Dschungel leichter zu überleben. Gleichzeitig sind sie aber deswegen als natürliche, vorgefertigte Zutat auf dem Esstisch beliebt geworden.
Wenn sie an einem Ort mit üppiger Vegetation gehalten werden, können diese Wildschweine mit ihrem einzigartigen Aussehen vielleicht Schmetterlinge und Vögel anlocken und einen mobilen Garten im Kannreich bilden. Kleines Trüffelschwein. Voll elastische Pilze. Dieser Hüpfpilz gehört zu den Trilakshana-Kreaturen. Man kann auf ihn springen, um sich in größere Höhe zu katapultieren. Seine Elastizität wird erhöht, nachdem man ihn mit Elektrokraft aktiviert hat. Is this an answer from this world? Nein! So. Reflexbogen. Das ist ewig her, dass ich das letzte Mal davon einen gekriegt habe. Lebensentzug. Stellt beim Besiegen eines Gegners oder eines Tieres 16% RP wieder her. In diesem Jagdbogen soll man selbst einen Adler im Flug aus dem Himmel holen können. Das hängt aber doch sehr stark von der Kunst des Schützen ab. Da ist noch so ein Pilz. Und ein Fisch. Wie du Pilzbestien. Und da glitzert's. Hier eigentlich richtig? Ja, okay. Ja? Haben wir vielleicht alle gesehen?
Was? Hartnäckige Krankheit. Geh mit Tagnari Heilkräuter sammeln. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Sammeln frischen Nilotpala-Lotus. Okay. Das wird doch nicht zu schwer. Frischer Lotus. Blumen, die in feuchten Teilen von Wäldern wachsen. Nachts beginnen sie zu blühen. Die frischen Blütenblätter sind wichtige Bestandteile der Medizin zur Behandlung von Ilsa. Alright, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tainari! Oh, Tainari! Someone's calling your name! They're dressed like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Unterhalte dich mit Amir. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading, so we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tainari! Why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision,
that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. Ich kann auch Elementarkräfte einsetzen. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. It seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today, and show you what it looks like up close. Nilotpala-Lotus. Diese Pflanzen wachsen in feuchten Waldabschnitten. Sie geben ein schimmerndes Licht wie das Mondlicht ab und blühen nur in der Nacht. Wie mir Sumeru bisher gefällt? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß noch nicht. Aber die Pilzbestien da drüben, die waren lustig. Einfach dran vorbeigelaufen. Ein bisschen Kampfmusik hören, ohne Gefahr laufen, sich zu verletzen. Ich habe sie in der Story gerade eben erst kennengelernt, die zwei neuen. Naja, und jetzt habe ich den Reisen auf Dendro. Ich weiß noch nicht. Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered! That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Ich komm mit. Thank you, but I must warn you. Don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Dendrogranum. Dendrogranum. Dieses seltsame kleine Wesen, das das Erscheinen der verheißungsvollen Zweige begleitet,
ist das Dendrogranum. Es symbolisiert den Schutz durch die Dendrokraft. Bei Treffern mit heftigen Schlägen oder gezielten Schüssen führt das Dendrogranum abgestimmte Angriffe aus. Bei deinen Abenteuern wirst du auch auf Gegenstände stoßen, die du mit der Kraft der Dendrogranums aktivieren oder zerstören musst. Die Pilzbestien sehen etwas ungesund aus. Furchterregende Verwelkung. Die Verwelkung stellt keinen festen Ort dar, sondern bezieht sich auf Gebiete, die von einer mysteriösen und unheilvollen Macht zersetzt wurden. Unter dem Einfluss der Verwelkung sammelt die Figur fortlaufend Verfall an. Die Geschwindigkeit dieser Ansammlung ist unterschiedlich, je nachdem, in welcher Verwelkung man sich befindet. Abhängig vom akkumulierten Verfall erleiden alle eigenen Figuren in der Truppe die Verringerung des Widerstands gegen alle Elemente, des physischen Widerstands und der maximalen LP. Je mehr Verfall du angesammelt hast, desto heftiger ist diese Verringerung. Wenn der Verfall die maximale Menge erreicht hat und du dich immer noch in einer Verwelkung befindest, wären alle eigenen Figuren in der Truppe ohnmächtig. Um die Verwelkung zu beseitigen, benötigt man die Kraft des Dendrogranums. Nur mit ihm kann man die Triebe der Verwelkung zerstören, die die Kraft der Verwelkung verbreiten. Wenn du alle Triebe der Verwelkung in dem Gebiet vernichtet hast, kannst du den Kern der Verwelkung, das Verwelkungsgeschwür, zerstören. Die meisten Verwelkungen können auf diese Weise beseitigt werden, aber in der Verwelkung gibt es manchmal Objekte wie Kerzen des Lebens und Flammen des Lebens, mit denen die Ansammlung von Verfall eingedämmt werden kann. Sei gefasst auf die Verwelkung. Bin dann auf deine Meinung bezüglich der Chars gespannt. Muss jetzt aber leider ins Bett. Für später eine gute Nacht. Na dann. Gute Nacht, sehr geehrter Zuschauer. Was habe ich denn da eingesammelt? Ja! Propagate! Elementarreaktion sprießen. Ist ein Lebewesen von Hydrokraft oder Dendrokraft betroffen, tritt die Reaktion Sprießen ein, wobei ein Dendrokern entsteht. Gleichzeitig kann es nur eine bestimmte Anzahl von Dendrokernen geben. Wenn ein neuer nach Erreichen des Limits entsteht oder die Dauer der Dendrokerne endet, explodieren die Kerne und verursachen dabei Dendroflächenschaden. Kommen Dendrokerne mit Pyrokraft in Kontakt, lösen sie Flammenspross aus, was noch intensiveren Dendroflächenschaden verursacht. Treffen Dendrokerne auf Elektrokraft, wird Reaktion Superspross ausgelöst. Die Dendrokerne in wuchernde Geschosse verwandeln, die automatisch ihre Ziele suchen.
Was? Gefahr in der Verwelkung. Neben Verfall gibt es weitere Gefahren in der Verwelkung. Monster, die durch Verwelkung stark beeinflusst sind und die darin wachsenden Äste des Verrottens greifen die darin befindlichen Figuren an, was die Ansammlung von Verfall beschleunigt. Außerdem ruft das Verwelkungsgeschwür, wenn es eine Bedrohung wahrnimmt, manchmal Verfallsboten herbei, um Angriffe durchzuführen. Sie werden von der Verwelkung kontrolliert und durch ihre Abschirmung vor Schaden beschützt. Nutze die Dendro-Kraft oder die Kraft des Dendrogranums, um die Schilde dieser Monster zu durchbrechen. Das wird etwas kompliziert. Ich weiß noch nicht so recht, was ich hier machen soll. Fall in! Allow me! Propagate! Scatter! Press the advantage! Fallen leaves, adorn my night! Billowing surge! Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Oh, what's the fish? Hold the line! Jetzt sollen wir das Monster irgendwie? Okay, also die kleinen gefährlichen Dinger wegpusten und dann die große. Okay. Advance! Pilzbestie. Ein Monster mit sehr geringer Intelligenz, das sich aus Sporen entwickelt hat. Wenn es zum ersten Mal einen Elektro- oder Pyro-Angriff erleidet, geht es in den aktivierten oder den verdorrten Modus über, je nach dem Elementartyp des Angriffs. Wenn man es besiegt, nachdem es einen Modus geändert hat, erhält man wahrscheinlich Beute, die anders als üblich ist.
Propagate! Rest and rebuild! Wind Strider! Now, destroy the tumors of the withering! Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ah, Verwelkungsgeschwür zerstören. We did it! Everything's returning to normal now! Yes, thanks to you two. We were able to quickly restore this area back to normal. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? But why's that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. Gibt es nicht eine Möglichkeit, diese Verwelkung endgültig loszuwerden? No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul before? Ja, ich glaube schon. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense. You can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground, all the way up to the surface. Die Erde durchzieht? Riesiger Hohlraum? Das sieht ein wenig so aus wie das, was ich sah, als ich das Bewusstsein verlor. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro-Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro-Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. Irminsul ist krank? That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhashava-Pilz's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville.
Tighnari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh. Wait, is that? Oh no, Hypatia! Huh? What's wrong, Tighnari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Oh. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Es hat einen sehr frischen Duft. Ich fühle mich nicht unwohl. Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tighnari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsul's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? Was ich gesehen habe, waren gar keine Halluzinationen, oder? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Teyvat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhashava-Pilz. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. Was genau hab ich denn vorhin gesehen? When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy.
Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. Ich danke dir. No. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Yesterday, a total of 5 dusk birds. Anyway, please take good care of Hypatia. I'll go prepare Kale's medicine now. Using the lunar lotuses while they're still fresh will significantly boost their effectiveness. Rest assured, Kale will recover quickly as long as she has her medicine. Okay. Our recent catch was great. Definitely have enough for a grand feast this time. Tagnaris Essensbüchse. Eine von Tagnari für Hypatia vorbereitete Notfallration. Nachdem Paimon einen Spalt weit hereingeschaut hatte, stellte sie fest, dass sich darin einige traditionelle Gerichte von Sumeru befinden, die sehr lecker wirken. Brief an Hypatia. Ein Brief von Tagnari an Hypatia geschrieben hat. In dem Brief stellt Tagnari den Reisenden vor und erklärt die Situation nach seiner Ankunft in Sumeru. Er drückt darin auch klar aus, dass er hofft, Hypatia könne dem Reisenden bei der Beantwortung seiner Fragen behilflich sein. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Hello? Hypatia? Hey! There's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Was ist das für ein Geräusch? Es scheint aus der Höhle zu kommen. Es ist Hypatia. Wie geht es ihr? Hypatia, are you alright? So hungry. Need water. Sie scheint vor Hunger ohnmächtig geworden zu sein. Scheint mehr Energie zu haben als gedacht. There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first.
Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Die schweigende Wissenssuchende durchquere den Nebel. Nach Tagnarys Worten ist die zurückgezogen im Wald lebende Gelehrte der Akademie Hypatia die Person, die Fragen zu ihm, Irminsul, am besten beantworten kann. So hungry. Beruhig dich. Es gibt dafür bestimmt einen besonderen Grund. Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. This is huge! Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Scatter! Hold the line! Into the wind! Clouds high. The birds call! Der Hüftpilz in der Sphäre. In Sumeru-Sphären sind manchmal diese Hüpfpilze anzutreffen. Aus ungeklärten und wohl sehr faszinierenden Gründen gehören diese Pilze jedoch nicht zu den Trilakshana-Kreaturen. Hui! Propagate! Oh.
Okay. Scatter! Au! Charge! The wind knows me. Torrent, bring refuge! Rest and rebuild! Spring forth! Everyone on me! One with nature. This scenery is wonderful. Lehren der Praxis. Material zur Verbesserung von Talenten. Die Praxis ist die Wurzel des Reichs der Weisheit. Die Praxis entstammt dem klaren Willen. Der Weg zu aller Weisheit ist das unnachgiebige Streben nach Gutem. Ohne die Praxis des Guten sind Findigkeit und schöne Worte nichts als Staub. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Ah. Hui. Ah. Das ist auch was. Hat uns in ein Dendro-Talente verwandelt. Das finde ich nicht lustig. Wo sind wir hier überhaupt? Der Urbernstein in der Sphäre. Manchmal sind Urbernstein und der Pfad, den diese Bernsteine versiegelt haben, in den Sphären, um Sumeru zu treffen. Sammel 3 Urbernsteine in diesen Sphären, um den entsprechenden Pfad zu öffnen. Okay. Ah. Ja. Okay. Jetzt weiß ich nicht, was ich falsch mache. Und wie ich zurückkommen soll. Das sieht gefährlich aus. Das geht. Ja. Ah. Hey. Wo sind wir denn hier? Waren wir hier vorhin auch schon? Jetzt sind wir ganz oben. Das ist eine Truhe. Wollen wir dahin?
Ah. Ah. Tja! 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 The wind knows me. Ah. Huh? Huh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Huh? Das war sehr ungewöhnlich. Müssen wir wieder nach oben?
Hm? What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. Ja. Ha? Okay. Well. Looks like we meet again, traveler. The Abyss Herald! What are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. Bow before the abyss. Er hat das letzte Mal überlebt. Wow. Abgrundbote mit Wissender des Omens. Ah. Da ist ein bisschen Wasser. Hold the line. As one with wind and cloud. Na, komm doch her. Here. Fall in. Advance. Wind Strider. Fall in. Allow me. Scatter.
Fallen leaves, adorn my nut! Propagate! Covenant of the Deep! A brash maneuver! Rest and rebuild! Scatter! Charge! Press the advantage! Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it! We faced others like him before! What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Dies wird nicht mein Ende sein. Ich werde meine Schwester finden. Your sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! Seltsam. Was ist gerade passiert? Einen Moment lang war es wie ein Traum, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, worum es ging. What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. Ah, so sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Ich muss wohl in Gedanken versunken sein. Bin ich erschrocken. Ach, je. Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Who is there? Tainari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you.
I see. So, you're friends of Tighnari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Ist das ein kleines, rundes Wesen? War es dieses seltsame Geschöpf, das wie ein Weißkohl aussah? Oh? So you're able to see them too? Wait, hold on a second, Traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the Traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Das ist wirklich ein faszinierendes Lebewesen. Ein guter Nachbar. Yes, no doubt about that. By the way, Tighnari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. Alright, we're up, Traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tighnari came to visit. Are you already finished cooking? Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. Echt? Es muss frisch sein? Gut.
muss ja erst Feuer anmachen. Was? Ich brauche Feuer. Aloy kann kein Feuer machen. You want me on your team? Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch, too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. Vom Reisenden zubereitetes Essen. In der Büchse befindet sich süß mariniertes Hühnchen und Rettichsuppe. Hoffentlich schmeckt es Hypatia. Are you already finished cooking? Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the Academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn eel primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhashava. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro-Archon's power. Since the root of the Dendro-Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Also verstehen tue ich das nicht wirklich. That's all right. I'm sure you'll come to a clearer understanding as you remain in Sumeru. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro-Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn eel would cause adverse effects. Not to worry, though. It appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro-Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn eel should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa! You're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all.
As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! So knowledge from Irminsul can be super dangerous! Aren't you afraid of the risks, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself, and they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Huh. Is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Das erinnert mich an den Traum, den ich gesehen habe. Der Traum war wirklich völlig durcheinander. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhashava, the God of Wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life, I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. Vielen Dank. Ich wünsche dir auf deinem Weg zu dir selbst viel Erfolg. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. Heading out, I see?
If there's anything else you'd ever like to ask about, you know where to find me. Über Träume. Even though that little neighbor of mine was able to induce a state of dreaming, I doubt they were able to control the actual contents of the dream. The end of your dream seemed quite terrifying. Perhaps there's something that's troubling you deep inside? Not to worry, though. I'm sure you'll be able to handle whatever comes your way in the real world. As someone from Sumeru who cannot dream, I needn't ever worry about nightmares. But lately, I've started to feel that I'm somehow missing something without dreams. It's a little hard to explain. Heading out, I see? If there's anything else you'd ever like to ask about, you know where to find me. Wegen Ilmensul. Sumeru researchers use Spirit-born ale to assist them in connecting with Irminsul to extract knowledge from it. Though the process can be risky, we believe that the knowledge gained is worth it. Unfortunately, I cannot help you understand your dream. At least not yet. I'm still learning how to attune to the depths of Irminsul myself. I hope that I'll be able to ascend past Satyavada life and gain deeper insights. Heading out, I see? If there's anything else you'd ever like to ask about, you know where to find me. Wegen des wundersamen Nachbarn. I've heard local children here in the rainforest speaking of fairy-like creatures. But I'm from Sumeru City, and have never heard of such things when I was a child. Perhaps this is because I had a very strict upbringing. My parents would seldom allow me to play with other children. I doubt they'd ever believe me if I told them about my little neighbor out here. And speaking of my little neighbor, I think they can somehow sense when Tighnari is coming to visit me. I've noticed on several occasions that as they're playing under the trees, they'll suddenly tense up and scamper away for no apparent reason. Shortly after they do this, Tighnari always shows up here. Perhaps I should ask Tighnari about this the next time I see him. Heading out, I see? If there's anything else you'd ever like to ask about, you know where to find me. Auf Wiedersehen. Take care. Do remember to come visit anytime you're in the area. I would be happy to chat with you. Dann gibt's jetzt nur noch die gute Nachtgeschichte. Julian-Schriften. Palast des Meeresgottes. Eine Sammlung von interessanten, kurzen Erzählungen, die durch das Volk von Liwa gehen. Sie sind recht knapp und dennoch sehr beliebt unter den Menschen. In diesem Buch geht es Anekdoten über sehr alte Legenden. Der Tag der Hochzeit war gekommen. Der Meeresgott sah in der Tat majestätisch aus, als er im Mittelpunkt seiner riesigen Muschel saß und die Zügel zweier Seeschlangen in seinen Händen hielt. Sie standen so imposant wie der Tianheng-Berg vor der königlichen Kutsche, als ihr Meister das Geschenk der Dorfältesten annahm und seine neue Braut an Bord der Kutsche willkommen hieß. Im Gegenzug würde das Dorf den Segen des Meeresgottes erhalten, ein Jahr ohne Stürme und Tsunamis.
Die Braut wurde an einen Ort tief unter den Wellen gebracht, weit weg von zu Hause, weit weg von der Menge, die das Fest feierte, und weit weg von ihrer Mutter, die ganz allein zurückblieb. Der Meeresgott führte sie entlang eines Korridors großer Säulen, die aus dem Skelett eines toten Wals geformt waren, und zu einem palastartigen Tor führten, das mit leuchtenden Perlen und schillernden Muscheln geschmückt war. Sie gingen durch das Tor. Schließlich war die junge Braut in dem Palast angekommen, den der Meeresgott für sie erbaut hatte. Der Palast, der ihre neue Heimat werden sollte. Ich versichere dir, dass ich kein Interesse daran habe, mich in die Angelegenheiten der einfachen Leute einzumischen, tönte die Stimme des Gottes durch das Wasser. Es war der Versuch eines Ehemanns, seine Braut zu trösten. Dieser Ort hat vielen anderen jungen Frauen als neues Zuhause gedient, und er ist auch der Ort geworden, an dem sie ihre letzten Tage verbracht hatten. Viele von ihnen wurden aus dem Dorf vertrieben, in dem sie geboren wurden. Ihnen hat der Ozean eine sichere Zuflucht geboten, ein Platz, an dem sie friedlich schlafen konnten, ohne Angst zu haben oder gestört zu werden. Aber diese junge Frau wollte kein neues Zuhause, das mit wertvollen Perlen und seltenen Muscheln verziert war. Das schillernde Schauspiel des Meeresbodens und die Kreaturen, die sie kannte, lauerten in der Dunkelheit und erfüllten sie nicht mit Frieden, sondern mit Furcht. Die Zeit verging, und je länger sie in ihrer verwirrenden Ozeankammer blieb, die weder Sonnenaufgang noch Sonnenuntergang kannte, desto mehr Heimweh bekam sie und desto gebrechlicher wurde sie. Schließlich kam der Tag, an dem der Meeresgott spürte, was seine junge Braut wirklich fühlte. Obwohl er ob ihrer Wahl traurig würde, erlaubte er ihr, eine Entscheidung zu treffen. In der gefallenen Welt der Menschen wird es einen Tag in deinem Leben geben, an dem du diese Entscheidung bereuen wirst. Der Meeresgott nahm die Schale einer Meeresschnecke, die seine Taille schmückte, und gab sie ihr als Abschiedsgeschenk. Es wird ein Tag kommen, an dem du in dieses Horn blasen wirst, und in dem Moment solltest du zu diesem Ort zurückkehren. Die junge Frau nahm die Muschel und kehrte in ihr Land zurück. Die Jahre vergingen, und bald wurde sie selbst Mutter. Während sie ihr einfaches, friedliches Leben lebte, schien der Ozeanpalast nur ein vergangener Kindheitstraum zu sein. Die schillernden Anblicke und grotesken Kreaturen kamen ihr von Zeit zu Zeit aus den dunklen Tiefen ihrer Erinnerung in den Sinn, aber es passierte doch selten, und sie verdrängte sie jedes Mal. Sie lebte Jahr um Jahr so dahin, bis in einem Jahr das Fest wieder bevorstand und die Dorfältesten zu ihr nach Hause kamen. Sie waren gekommen, um ihre Tochter zu holen. Dann begriff sie endlich, warum der Meeresgott vor all den Jahren von später Reue und ihrer Rückkehr gesprochen hatte. Am Abend vor dem Fest nahm sie die Muschel und blies fest hinein. Der Meeresgott antwortete auf den Ruf des Muschelhorns und erhob sich aus den wogenden Wellen, um das Dorf zu begrüßen. Seine Umarmung endete jedoch in einer Flutwelle, die die Dorfbewohner und Ältesten aus ihrem Schlaf riss. Vor ihr hielt eine gigantische Muschelkutsche, die genau wie damals von riesigen Seeschlangen gezogen wurde, und ihre glitzernden Perlen waren noch genauso glänzend. Die Mutter nahm ihre Tochter bei der Hand und stieg in die Muschelkutsche des Meeresgottes. Sie war noch genauso wie damals in ihrer Kindheit,
Nur dieses Mal lag das Dorf, das sie zurückgelassen hatte, in Trümmern unter den Wellen des Ozeans. Na dann, gute Nacht.